Hallo, willkommen beim 1000 Bäcker Report Livestream. Heute mit dem Thema: Wird Silber in Mexiko wieder monetarisiert? Disclaimer: Silber wird in Mexiko wieder Geld. Ich zitiere hier Teile aus den Interviews von Hugo Salina Preis, das ich Ihnen nicht vorenthalten möchte und ich ganz interessant finde. Mexiko ist das erste und einzige Land, in dem wir einen Kongress haben, der sich eine Alternative zum Papiergeld bewusst ist und sie befürwortet. Mexiko ist das einzige Land, in dem diese Art von Reform auf nationaler Ebene in Erwägung gezogen wird. Der Rest der Welt stagniert völlig im Morast des ungedeckten Papiergeldes, ohne eine Alternative in Betracht zu ziehen. Ja, das stimmt nicht ganz. Wo die wunderbaren Kryptos sind erfunden worden, die wunderbaren Digital-Euro droht in Zukunft. Ja, okay, ein bisschen Zynismus sei erlaubt. Um zu verhindern, dass Sparer zu Spekulanten auf Metallpreise werden, wird der Geldwert der neuen Silber-Libertad-Münzen in mexikanischen Pesos von der Banco de Mexico etwas höher als der Rohstoffpreis von Silber festgelegt. Der Geldwert der neuen Libertad-Münze kann von der Banco de Mexico angehoben werden, wenn der Silberpreis steigt, muss aber, und das ist das Entscheidende, festbleiben, wenn der Silberpreis fällt. Sie kennen sicherlich das sogenannte Crime, das Verbrechen von 1873, den Silver Coinage Act, als Silber demonetarisiert worden. Das hier ist genau das Gegenteil. Denn nachdem es demonetarisiert worden und es gab die große Krise von 1929 bis 1932, die große Depression, Gold hat an Kaufkraft enorm zugelegt. Silber ist mit Aktien dezimiert worden. Silber ist von 1929 von 1,25 $ auf 0,25 1932 gefallen. Hat also um 80% genau wie die Aktien und ähnliches Wert verloren. Das war Folge der Demonetarisierung. Und das hat natürlich, sage ich mal, die kleineren Leute auch eher alle getroffen, weil die traditionell über Jahrhunderte eher in Silber gespart haben, während Gold an Kaufkraft zugelegt worden ist. Das war die Folge. Und das könnte jetzt nicht mehr passieren. Wenn die legen einfach den nominalen Wert, zum Beispiel eine Unze Silber, vielleicht 500 Peso fest. Es kommt irgendwie theoretisch zum Silberrückgang aus irgendwelchen Gründen, wahrscheinlich Manipulation, wird es trotzdem nicht weniger als 500 Peso wert. Das ist dann die Bedeutung, wenn Silber wieder monetarisiert wird. Und genau das ist im Prinzip die Umdrehung. Ist die Frage, wir müssen abwarten, ob sie damit wirklich durchkommen. Aber lesen wir weiter. Aber was, ja, okay, das ist mal eine Wiederholung. Was wird passieren, wenn der Silberpreis fällt? Der Hugo Salinas Preis sagt, es wird nichts passieren, wenn die Silbermünze einen Wert von 500 Peso hat und der Silberpreis fällt, ist sie immer noch 500 Peso wert. Also so wie vor 1973 die ganzen Silbertaler. Ein Taler blieb ein Taler, egal ob es Schwankungen im Silberangebot wie auch immer gab. Ja, nochmal ein paar Worte zu Salinas Preis. Es ist der Präsident der Asunción Cívica Mexicana Pro Plata AC, also die mexikanische Bürgervereinigung für Silber, die die Verwendung von Silber als gesetzliches Zahlungsmittel in Mexiko fördert. Herr Salinas Preis ist ein ausgesprochener Befürworter einer soliden Finanz- und Währungspolitik in Mexiko. Ähm, Hier nochmal ein Statement aus, also auch von seiner Webseite, die ich auch nochmal verlinken werde. Der sagt eben auch, dass über die Jahre ständig Silber aus den Münzen rausgenommen werden soll. Und jetzt mit dem vorgeschlagenen Gesetz wird keine neue Münzprägung mehr erforderlich sein. Die gleiche Münze, die von Zeit zu Zeit neu bewertet wird und deren Nennwert nicht herabgesetzt werden kann, wird dauerhaft im Umlauf bleiben. Also die meinen,
Sie wollen, das steht hier unten, eine neue 1-Unze-Münze, Libertad soll sie heißen, ohne geprägten Geldwert als gesetzliches Zahlungsmittel einführen. Also da steht nichts drauf, außer eine Unze. Die Einführung von Silber als gesetzliches Zahlungsmittel wird den mexikanischen Bürgern ein stabiles Wertaufbewahrungsmittel an die Hand geben, damit ihre Ersparnisse nicht von Inflation vernichtet werden. Ja, man kann Deutschland nur empfehlen oder eben den deutschen Bürgern, sich irgendwie mit Mexiko gut zu stellen, Warenaustausch oder eben auch den Silberstaaten, Warenaustauschprogramme schalten, Barterhandel, einfach solange Silber eben noch günstig ist, an diese Silbermassen sich bezahlen zu lassen. Ich denke mal, das wird mehr und mehr eine Rolle in Zukunft spielen, eben auch diese Aktion, dass es Geld wird. Im Grunde genommen, wenn der Staat das nicht will, muss man sich an Privatbürger damit ranhängen. Also das wird sicherlich passieren, dass dann Silber in absehbarer Zeit $50 erreicht und 100 und was das kommt und dann geht das erst richtig los und dann wird es auch dramatisch nach oben gehen. Theoretisch wäre das im Grunde genommen auch für Deutschland die Lösung. Wir könnten auch sagen, eine Unze ist ein Taler und das ist der neue Standard und das wird auch nicht geändert und das ist das neue Geld. Und wir könnten zum Beispiel eine Goldmark haben und einen Taler haben. Würde doch gehen. Man könnte im Grunde genommen die alten 20 Reichsmark-Stücke im Grunde genommen sagen, die werden nachgeprägt oder diese Größe mit anderen Motiven, was auch immer, aber die werden nachgeprägt, das wäre dann die Goldmark, ungefähr dann eine Unze Gold, glaube ich, das sind dann ein bisschen, ich glaube 86 Reichsmark wären dann das, 86 Mark. Und dann hätten wir noch die Talerwährung, eine Unze, ein Taler. Und das wäre dann international gut kompatibel. Das wäre dann eine internationale Währung. Da brauchen wir ähm, ja, da brauchen wir keine einheitliche Währung und nichts. Gold und Silber sind globale Währungen schon immer gewesen und werden es hoffentlich wieder sein. Aber bis wir da sind, dauert es noch so ein bisschen und eben auch in dieser Phase, dieser Kampf, dieses Ringen der verschiedenen Mächte, die einerseits uns in dieser Welt halten wollten, in dieser Digitalwelt, wie auch immer, ähm, und natürlich dann solche Ideen, das sind die Pole, wo, denke ich mal, jetzt gekämpft wird und in diesen Zwischenraum ist vielleicht die Zeit für steigende Gold- und Silberpreisnotierungen. Dann können Sie sich ja vorstellen, wenn sowas mit Silber passiert, was dann mit diesen ganzen mexikanischen Silber-Juniors etc. und Explorationsunternehmen passiert. Die dürfen massive Bewertungsaufschläge machen. Aber auch durchaus eben gefährlich. Überall, wo Politiker mit bei ist, muss man fürchten, dass sie eingreifen. Wie sowas ausgeht, ist mal fraglich. Sicherlich wird es irgendeine Zeit gehen, wird sich alles auf Silber stürzen, das wird völlig übertreiben. Und dann werden Leute wie eh und je an der Spitze eintreiben und auch große Verluste wieder hinnehmen. So ist es leider. Ja, hier nochmal ganz kurz zu Silber, was die Chartisten so hergehen. Das sind, wie gesagt, nicht meine Prognosen. Ich hänge mich an Chartisten, die in der Vergangenheit eigentlich mehr oder weniger richtig lagen. Und das ist so Pi mal Daumen, was ich hier kriege. Also bis Ende 2020, Anfang 2023 kann Silber vielleicht auf $36 gehen. Preisziel für die Mitte 2023 vielleicht irgendwo $85. Und die Statisten sehen die langfristige Preisspitze für Silber in 2027 bis 2029 mit 370 Dollar, obwohl mir das schon sehr, sehr weit hergeholt ist. Wir müssen sehen, wie das denn mit den Euro und sonst was ist. Aber das sind die Aussagen der Statisten. Das wollte ich einfach nochmal als Zusammenfassung rüberbringen, welche Zahlen am Markt kursieren. Ja, hier nochmal ein Gold-Projektgenerator. Kanada, British Columbia, moderates bis hohes Risiko. Das Unternehmen konzentriert sich auf 100% unternehmenseigene Bezirksgröße Goldschutz und Kassier im Norden von British Columbia. Das ist 590 Quadratkilometer große Grundstück, besteht aus zwei Hauptprojektgebieten, einmal Nordgebiet mit 1,4 Millionen Unzen, 1,14 Gramm pro Tonne und das Hausgebiet, das hat zahlreiche hochgradige epizonale
Quarzgoldgangsysteme, 25 Kilometer historischer Untertagebau auch. Sind sie über den Highway gut erreichbar. Sie haben eine genehmigte Mühle mit einer Kapazität von 300 Tonnen pro Tag. Dann haben sie 315.000 Unzen historische High-Grade-Produktion mit 35 Gramm pro Tonne, teilweise auch gemessen, 270 Gramm pro Tonne, also unter Umständen sehr, sehr interessant. Und dann haben sie noch das Sheep Creek Camp, knapp 4.000 Hektar, sehr aussichtsreich für Gold- und Silberentdeckung. Ist das drittgrößte orogene Goldgebiet in Britisch-Kolumbien hinter Barkerville und Bralorne. Historische Goldproduktion von ca. 742.000 Unzen mit einem Durchschnittsgehalt von 14,7 Gramm pro Tonne. Proben bestätigen das 17,8 Gramm und 21,59 Gramm pro Tonne. Also nachgewiesen haben wir irgendwo 1,5 Millionen. Ich denke aber, und das sagen eben auch andere Statisten, andere Analysten, dass dieses Unternehmen irgendwo 3 Millionen Unzen haben kann. Ich habe hier mal mittelgradiges angegeben, wegen dieser niedrigen Menge von diesen 1,4 Millionen Unzen, aber der Rest ist ja hochgradig. Wenn wir das einfach mit 3 Millionen rechnen, ich meine, das Rechtsgebiet ist mit Kanada, Britisch-Kolumbien sehr gut. Die haben eine Marktkapitalisierung von 47 Millionen, kommen wir auch auf einen Potenzialfaktor von 47. Also die Aktie wurde meines Erachtens von Jeff Clark auch, sage ich mal, in den Videos etc. erwähnt. Aber Sie sehen, wie das ist. Erwähnen wir es, wenn viele kaufen, dann gehen die Kurse hoch. Ist komplett dezimiert worden, hat aber meines Erachtens den Boden gefunden und ist jetzt wieder im Ansteigen. Aber das ist im Prinzip ein gutes, solides Unternehmen. Wie gesagt, sie sind momentan noch Projektgenerator. Ist auch möglich, dass sie sich zum Entwicklungsunternehmen ähm, transferieren, also selbst machen wollen, dass sie die Produktion selbst in Hang wollen, ist möglich, dass sie noch andere große, hochgradige Ressourcen finden und die Aktie dann wirklich auch sehr attraktiv bewertet werden kann, wenn Gold dann irgendwann 2300, 2400 ähm, aufweist. Ja, das hatten wir schon, das doppelt. Ja, super Goldstock Watchlist. Also es gab ja zwischen 1976 und 1980 einen Goldaktienbullenmarkt, der eigentlich alles, was bisher gewesen ist, in den Schatten gestellt hat. Es kam zum Anstieg von Penny Stocks von 5 bis 10 und 20 Cent um das 100, 200, 300-fache. Unglaublich, aus ca. 1.000 $ konnte man 50, 100, 200, 250.000 machen. Und das auf relativ breiter Basis ist mit relativ vielen Aktien passiert. Wenn wir jetzt einen Goldaktienanstieg vor uns haben sollten, dieser ähnlichen Magnitude, gerade weil wir so extrem tief sind, kann das auch diesmal in diese Richtung gehen. Das kann man, das jetzt, wo dieser Pessimismus so stark ist hier bei Goldaktien, kann sich das natürlich keiner vorstellen. Ähm, aber im Grunde genommen sind es, das weiß man auch, aber man glaubt es selbst nicht, sind es einfach attraktive Einstiegsmöglichkeiten. Der Markt ist nach wie vor am Boden. Im Grunde genommen wird nicht mal dran geglaubt. Aber die Leute, die wirklich großes Geld gemacht haben mit diesen Bewegungen, sagen ja, man muss den Pessimismus kaufen und die Euphorie verkaufen. Ja, also da führt überhaupt kein Weg vorbei und das macht man, indem man jetzt, sage ich mal, solche meines Erachtens solche Penny Stock Aktien mit großen Ressourcen kaufen, die die Fantasie der späteren Anleger dann anregt und auch die Fantasie der Minenbesitzer oder Unternehmensbesitzer auch anregt, dass sie durchaus in einer euphorischen Phase durchaus attraktive Ressourcen bekannt geben. Und das bewertet dann der Markt auch. Also wir treffen wahrscheinlich auf zwei Phänomene. Diese Goldaktien werden sich möglicherweise aufhübschen, die werden ein bisschen übertreiben mit Ressourcen.
Da gab es ja damals zwischen 1993 und 1996 den DX-Fall. Auch da wurden die Leute, die Investoren heiß gemacht mit ganz großen Ressourcen, größtes Goldabgebiet Indonesien. Am Endeffekt hatten sie nichts, aber die Aktie ist um das Tausendfache gestiegen. In einer verrückten Mania-Phase, die vor uns liegt, haben sie vielleicht diese beiden Phänomene, dass diese bei den Ressourcen durchaus übertrieben wird und dass es gleichzeitig gekauft wird, weil die Leute glauben, oh, das ist so gut wie eine Zentralbank im Boden. So, das ist Gold im Boden und wird dementsprechend bewertet. Auf diesen Effekt spekulieren wir so ein bisschen, aber unabhängig davon, ob es so wild kommt, ähm, Goldaktien sind nach allen ähm, ja, Messungen, die man machen kann, also wenn man Goldaktien und Gold in Relation setzt, ist es absolut billig. Also die Fallhöhe nach unten ist nicht groß, das ist ganz klar. Und selbst wenn es nicht zu dieser riesigen Mania kommt, dürfte Gold irgendwann 2000, 2300 erreichen und dürfte die Gold- und Silberaktien trotzdem zu einem Anstieg bringen. Man kann eigentlich aus der jetzigen Situation eigentlich gar nicht so verlieren, weil die Fallhöhe ist einfach nicht groß. Das ist so. Die Fallhöhe war eben groß, wo 2011, wo es hoch war, es war vor der Finanzkrise. Ähm, aber das wurde eigentlich, da gibt es halt nur dieses Instrument von dieser Hui-Gold-Ratio. Die beträgt jetzt so ungefähr 11 Cent und die war am Höhepunkt 0,63. Je höher sie ist, desto mehr sind Goldaktien bewertet. Man setzt einfach Goldaktien und Gold in Relation und wir sind jetzt unten. Was soll man dazu sagen? Ähm, ja, und deswegen könnte es sich irgendwie mit etwas Glück auch vielleicht so ein Bullenmarkt wie in den 1970er Jahren entwickeln. Aber zum 1000-Wecker-Report. Wir versuchen solche Aktien zu identifizieren, nach moderaten, hohen und sehr hohen Risiko das zu ordnen. Haben auch eine Exit-Strategie erstellt. In was investiert man, wenn dieser Goldaktienboom vorbei ist? Einlagerung von Gold und Silber bei einer Einkaufsgemeinschaft. Ja, das Unternehmen zu jeder Zeit an Gold und Silber kommt, wenn man anderswo Schlange gestanden hat. Eine Überweisung und schon ist hier Gold im Zollfreihafen gut geschrieben. Genauso leicht können Sie es verkaufen. Ja, auf gold.de gehen, bevor Sie einfach wenn Sie Gold kaufen wollen, Händler vergleichen. Nützliche Information finden Sie, mit welchem Broker kann man in der EU arbeiten, mit welchen in der Schweiz. Weitere Informationen zu Charts, Literatur über Goldaktien, Literatur, Bücher über Goldaktien. Also ja, Informationsportal ist immer die COCA. Das ist ein englischsprachiges Medium, wo die Leute sich austauschen zu den einzelnen Minen. Also sehr informativ, da haben Leute schon viel Informationen rausgeholt. Ähm, ja, dann weiter Informationen zu guten Statisten, Videos von Fachleuten. Generell, wenn Sie Fragen zur Zustellung oder generell zum Report haben oder überhaupt Fragen haben, mich einfach anrufen. Ich würde Sie dann spätestens abends zurück. Ja, ich bedanke mich nochmal ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Würde Sie bitten, den Kanal zu abonnieren, wenn Sie es noch nicht getan haben und dieses Video soweit zusagt. Ja, besten Dank und bis zum nächsten Mal.